Hallo zusammen, heute stelle ich euch den Opel Kadett von Revoslot vor, der natürlich vorzüglich zu den anderen bereits erschienenen Youngtimern passt, dem bereits gezeigten Alfa Romeo, dem BMW und natürlich auch dem Escort. Der Packung liegen die schönen Aufkleber für den Slotkoffer bei, auch ein Magnet, den ich tatsächlich noch nie verbaut habe und auch ein Holzband-Leitkill, den ich jetzt hier nicht gezeigt habe. Was ich immer sehr praktisch finde, ist dieser Katalog, in dem einfach nochmal alle Ersatzteile beschrieben sind und eben auch mit Nummern, falls was kaputt geht. Hier seht ihr nochmal die anderen Farbvarianten. Ich habe mich brutal schwer getan, mir einen auszusuchen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wen ihr am schönsten findet. Die sind alle so unterschiedlich, dass man eigentlich fast alle drei haben kann. Jetzt schauen wir uns mal die Optik im Detail an. Danach geht es auf die Rennstrecke. Dann schauen wir unter die Motorhaube und analysieren mal die Technik, gehen mal die Teile durch. Und zu guter Letzt machen wir auch nochmal einen detaillierten Vergleich zum Alfa Romeo und auch zum BMW 2002. Was mir beim Kadett besonders gut gefällt, ist natürlich die eckige charakteristische Form. Ich finde, die hat Revoslot ganz gut eingefangen, mit auch dem sehr charakteristischen Heckspoiler im Mini-Format, den rausstehenden Heckscheinwerfern und auch die Frontscheinwerfer eben sehr charakteristisch. Cleaner Look beim Castrol hat mir besonders gut gefallen und auch die Klebestreifen auf dem Scheinwerfer lässt das alles nochmal sehr authentisch erscheinen. Jetzt geht es auf die Rennstrecke mit Originalton. Ich muss sagen, ich finde die Geräuschkulisse der Fahrzeuge, die ja auch oft kritisiert wird, absolut in Ordnung. Wenn man das Getriebe ein bisschen einstellt, gehe ich später noch genauer darauf ein, ist das eigentlich alles im Rahmen. Der Wagen fährt sehr kontrolliert, man kann ihn hier mit 12 Volt auch richtig über die Piste scheuchen. So, jetzt geht es um die Technik, wir schrauben die Karosserie mal ab. Nicht erschrecken, es sieht aus, als wäre meine ganze Chassisplatte verkratzt, das ist aber tatsächlich nur Reflexion. Vorne haben wir die gewohnten Stummelachsen, die bei diesem Modell auch direkt aus der Kiste schon extrem gut liefen. Vorne noch den gefederten Leitkiel, hinten haben wir das 27er Zahnrad, 9er Ritzel wieder verbaut, also auch hier keine Überraschung. Auf das Einstellen des Getriebespiels gehe ich nachher nochmal explizit drauf ein. Damit kann man die Geräuschkulisse schon deutlich einfangen. Motor 21.000 Umdrehungen, das ist übrigens genau der gleiche wie in den GT-Fahrzeugen. Das Auto hat also entsprechend Dampf. Bei den Reifen auch keine Überraschung. Das ist bei den Youngtimern 30er Chance Standard. Wir haben hier wieder die Aufnahme der Karosserie. Den Vorderteil der Chassisplatte gibt es tatsächlich in zwei verschiedenen Varianten, je nach Bodytyp. Vorne sind wieder die Alufelgen verschraubt. Das sieht immer aus am Anfang, als wäre dieser Nut genau in der Mitte, ist aber nicht. Da müsst ihr also auch beim Reifenmontieren genau darauf achten, dass ihr den Reifen richtig montiert. Beim Einstellen des Getriebes ist mir aufgefallen, dass ein Schraubenkopf nicht in Ordnung war. Da hat mein Schraubendreher nicht gegriffen. Die habe ich dann gleich gegen den Kreuzschrauber ausgedreht, die ich noch da hatte. War also überhaupt kein Problem. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man die Zahnräder zueinander stellt, beziehungsweise wie wenig Abstand da eigentlich dazwischen ist. In der Hoffnung, dass man das hier mit den Nahaufnahmen relativ gut sehen kann. Gerade bei ganz kleinen Ritzeln ist es schwierig, oft das einzustellen. So Daumengröße würde ich mal sagen 2 bis max 3 Zehntel Spiel zwischen den Zahnrädern reicht vollkommen. Die Vorderachse lief bei mir auch hier direkt aus der Kiste recht gut. Da habe ich jetzt noch gar nichts dran gemacht. Was ich super finde ist hier in der Karosserie, das seht ihr vorne, da könnt ihr quasi hier die Attrappen rausziehen und dann eine LED reinstecken, 3 mm. Und auch hinten ist auch schon für Scheinwerfer bzw. für LEDs vorbereitet. Da könnt ihr es zwar nicht reinstecken, aber es leuchtet durch. Das Fahrwerk liegt nachher auf diesen Gummihülsen auf, hinten 2 mm, vorne 1 mm. Das ist bei den anderen Fahrzeugen auch so. Jetzt schauen wir uns mal die Mechanik vom Fahrwerk an. Das Fahrwerk hat eine zweigeteilte Grundplatte, über die man ein gewisses Spiel einstellen kann. Hier über die vordere Schraube und auch über die hintere Schraube. Vorne mache ich es so, dass ich das immer relativ zudrehe. Und hinten könnt ihr jetzt den Spiel einstellen, je nachdem nach Gripverhältnissen. Also wenn ihr viel Grip auf der Bahn habt, könnt ihr die Schrauben relativ zudrehen. Und wenn ihr wenig Grip habt, dann macht sie lieber ein bisschen mehr auf. So ist meine Erfahrung. Ihr könnt es natürlich auch anders machen und ausprobieren. Das heißt, vorne haben wir jetzt zugedreht, jetzt schrauben wir hinten noch zu. Und wichtig ist, dass ihr eben alle 4 Schrauben gleichmäßig zudreht. Also immer die gegenüberliegende Seite. Also vorne gleich und hinten gleich. So, also wir fangen jetzt am besten immer vorne an einer Seite an. Nehmen wir jetzt mal die hier, dann schrauben wir die zu, dann lassen wir die hinten offen und dann schrauben wir hier vorne zu und gucken, dass das jetzt hier entsprechend genauso zu ist und der Abstand von der Grundplatte zur Karosserie genau gleich hoch. Und wenn ihr das dann testet, dann sollte es eben jetzt wie hier gleichmäßig wackeln und auf keinen Fall diagonal, sondern immer schön gleichmäßig.
Kommen wir jetzt zum Vergleich zwischen unserem neuen Kadett und dem Alfa Romeo. Der Opel ist hinten bei der maximalen Achsbreite 1,5 mm schmaler wie der Alfa und vorne 0,5 mm. Die Dachhöhe ist 0,6 mm höher. Im Vergleich zum BMW baut der Opel hinten 0,5 mm schmaler und vorne 0,9 mm breiter und die Dachhöhe ist 3 mm niedriger. Im Vergleich zum Alfa wiegt die Karosserie des Kadetts 0,8 Gramm mehr und im Vergleich zum BMW 2,2 Gramm weniger. Schauen wir uns jetzt die Gesamtgewichte an. Dabei fällt auf, dass der neue Opel ungefähr 2,7 Gramm schwerer ist wie der Alfa Romeo und 2,6 Gramm leichter ist wie der BMW. Schauen wir uns jetzt mal die Radstände an. Wenn wir die Autos einfach mal nebeneinander legen, dann fällt eigentlich sofort auf, dass der Alfa und der Opel eigentlich den gleichen Radstand haben. Da ist fast kein Unterschied. Und wenn wir uns dann den BMW dazu daneben legen, dann sehen wir eben, dass der BMW einfach einen deutlich längeren Radstand hat. Das gleicht bei mir auf der Bahn das höhere Gewicht aus. Aber kommen wir jetzt zum Fazit. Mit den Youngtimern ist Tribus etwas gelungen, was ich so nicht erwartet hätte. Man hat irgendwie die Performance der GT-Fahrzeuge eingefangen und irgendwie in die kleineren Fahrzeuge, die quasi nur halb so breit sind, verfrachtet. Und es fährt sich erstaunlich gut. Es macht tierischen Spaß, die Autos über die Bahn zu scheuchen. Man kann sie deutlich schneller bewegen, als man vermuten würde. Und gleichzeitig kommen wir in den Genuss, Youngtimer fahren zu können. Also die Autos aus unserer Jugend, zu denen wir alle irgendwie einen Bezug haben. Ob wir zum ersten Mal mitgefahren sind, ob es das erste eigene Auto war. Ob man eben noch einen Youngtimer noch in der Garage stehen hat für die Sonntagsausfahrt. Es macht einfach immer Spaß, diese Autos zu bewegen. Und wenn ihr euch für Youngtimer bzw. Oldtimer interessiert, dann kann ich euch die Revo-Slots in jedem Fall uneingeschränkt empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.